Willkommen in einem neuen Video. Wir sind mit dem Zug von Hoi An nach Hanoi gefahren. Shorty seht ihr hier oder da oder irgendwo. Und jetzt geht's weiter hier im Video. Wir zeigen euch mal 5 Besonderheiten von Vietnam am Beispiel von Hanoi. Anfangen tun wir da erstmal mit Geld. Wir sind nämlich blank und müssen uns erstmal Geld kaufen gehen. Dazu Abfahrt. Ach so, das hier, das seht ihr übrigens noch mal wieder. Und den hier auch. Das reicht auch. Und wann habt ihr das letzte Mal in eurem Leben mehrere Millionen am Geldautomaten gezogen? Ich ja schon ein paar Mal. Krieg ja nichts, eisekalt. Aber das liegt am vietnamesischen Dong. Der vietnamesische Dong ist ziemlich schwach. Weltwährungsmäßig gesehen. Vietnam hatte früher mit Wertmarken gearbeitet und jeder hat für alles Mögliche Wertmarken gekriegt. Wurde alle zugeteilt, Wohnungen wurden zugeteilt, Roller wurden zugeteilt, Wertmarken wurden zugeteilt. Irgendwann fühlten sich die Leute aber stark genug, alt genug, groß genug, um mit Geld umgehen können zu wollen. Und man hat den vietnamesischen Dong eingeführt. Ein System zum Scheitern verurteilt. Niemand hatte auch nur die blasseste Vorstellung, was Dinge eigentlich kosten könnten. Also wurden total gewürfelte Preise überall rangeschrieben. Und im Zuge dessen gab es einfach eine Inflation von, haltet euch fest, 747%. Gar nicht greifbar. Ähnlich wie das Geld. Und wir haben es im letzten Video ja auch schon erwähnt. Wir können es nicht greifen. Wir verstehen die Preise nicht. Wir haben sie euch gezeigt. Aber Tausende von Dong. Zum Beispiel die hier. 10.000. Ihr könnt euch aber für eure Millionen von Dong nicht nur Kosmetik und Lebensmittel kaufen, sondern auch richtig gute Kaffeespezialitäten. Ich zum Beispiel habe hier jetzt einen Egg Coffee. Das ist starker vietnamesischer Kaffee mit einer Creme aus Rohmei, Kondensmilch und Zucker. Das hat man hier irgendwann mal in Hanoi tatsächlich entwickelt, als es noch irgendwie so Kriegszeiten und davor, als die Kondensmilch nicht so gut verfügbar war. Wir haben aber zu Vietnams Kaffeespezialitäten auch 2 ganz coole Kurzvideos gemacht. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Und ja, der Kaffee kommt aber gar nicht von den Vietnamesen selbst, sondern der wurde von den Franzosen gebracht. Die waren nämlich hier, bevor der Vietnamkrieg mit den Amerikanern stattfand. Und was die noch so gebracht haben, das zeigen wir euch jetzt. Zum Beispiel haben sie das Baguette gebracht. Und mit dem Baguette haben die Vietnamesen sich ein ganz feines Banh Mi gemacht. Und mit dem Banh Mi kann man richtig schön satt werden und richtig schön schlemmen. Mit Banh Mi ist also Baguette mit Salat drin und jede Menge Einlage. In welcher Form auch immer. Schwein, Huhn. Oder eben auch vegetarisch, wenn man das möchte. Und das ist ja schön fein. Ja, für Teil 3 nehmen wir euch mit auf einen kleinen Stadtspaziergang durch das entspannte Hanoi und wollen euch dabei ein paar architektonische Besonderheiten zeigen. Die sind jetzt nicht Hanoi-spezifisch, aber auf jeden Fall Vietnam-spezifisch. Und die hat man uns gezeigt und dann ist es so, ihr kennt das bestimmt, wenn man das dann einmal weiß und gesehen hat, dann sieht man das ständig. Und deshalb müssen wir das jetzt mit euch teilen. Ja, was ihr auf jeden
jeden Fall auffällt in Vietnam und Hanoi, ist diese Farbkombi, also gelb und grün. Die seht ihr an super vielen Gebäuden. Und wir haben jetzt gelernt, das kommt daher, dass man früher die Gebäude gelb angestrichen hat, weil gelb einfach für Reichtum stand. Und jeder möchte natürlich gerne, dass man ihn für reich hält. Von daher hat einfach jeder seine Gebäude gelb angepinselt. In Hanoi hat es noch eine weitere Bedeutung. Und zwar habt ihr ja mitgekriegt, dass es hier relativ kalt werden kann und im Winter einfach auch ein bisschen trist. Und dieses Gelb soll einfach so ein bisschen Wärme symbolisieren und die Tristesse der grauen Winterstadt wegnehmen. Ich glaube, das funktioniert auch. Durch den Smog wirkt Hanoi zwar auch im Winter relativ trist, aber das Gelb hilft schon. Und im Sommer reflektiert das Gelb den Sonnenschein und sorgt dafür, dass die Häuser sich nicht so aufwärmen. Wer hätte es gewusst? Übrigens was gar nichts mit Architektur zu tun hat, aber auf jeden Fall eine Besonderheit für, weiß ich nicht, diese Stadt, dieses Land ist einfach mitten an der Straße stehen diese Käfige und dann veranstalten die Leute hier Hahnenkämpfe. Jetzt gerade ist, glaube ich, keiner, aber nachmittags sieht man dann die Leute, wie sie hier Bier trinken und wetten und ja, dann geht's hier mächtig ab. Ja, hinter mir sieht man eine der Besonderheiten in Vietnam bzw. Hanoi. Und zwar, dass die Gebäude super schmal sind. Also ich finde, es sieht schon so aus, als wären sie schmaler, als wir eigentlich bauen würden. Und das liegt daran, dass die Franzosen damals eine Steuer darauf erhoben haben, wie viel von der Straßenseite man einnimmt. Also wie breit ist das Haus auf der Straße eigentlich. Und deshalb sind super viele Gebäude hier sehr schmal und gleichzeitig hoch. Ja, wenn man kurz Pause braucht von Hanois wilden Straßen, dann kann man sich meist in irgendwelche Hinterhöfe verziehen. Und da gibt es meist gute Essensstände und noch so eine Besonderheit, die ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so besonders für Vietnam, aber so für ganz Südostasien, die Art und Weise, wie die hier Elektrik machen, ist ja schon special. Es hängen einfach immer solche Knäule irgendwo rum. Hier kommt auch irgendwie gerade so ein Kabel völlig wild aus so einem Fenster raus einfach. Und ja, man hat uns erklärt, wenn irgendwas kaputt ist, dann wird es nicht repariert. Also man sucht nicht das kaputte Kabel, sondern man zieht einfach ein neues Kabel, was dann dazu führt, dass man super viele Kabel irgendwann irgendwo hat und gar nicht mehr so richtig weiß, welches davon jetzt funktioniert und welches nicht. Und auch hier sieht man das natürlich, was wir euch schon erklärt haben, dass diese gelbe Häuserfassade, die ist auch hier einfach wieder an manchen Stellen noch durchzusehen. Und da oben sehe ich sogar ein bisschen grünen Fensterrahmen durchluschern. Ja, in Hanoi muss man immer gut aufpassen, wo man so hintritt auf den Bürgersteig. Hier in dem Fall ist es jetzt eine Rollerauffahrt. Die sieht man richtig oft. Und wo kommt sie her? Sie kommt noch aus viele Jahre zurück. Alex hat es ja eingangs schon mal erzählt, dass man hier mit Marken bezahlt hat, Wohnungen waren zugeteilt und so war eben auch der Roller zugeteilt. Das heißt, jeder Familie stand nur ein Roller zu. Bis zu 7 Personen mussten sich also einen teilen. Und
Und den wollte man auf gar keinen Fall verlieren, also, weil sonst hat man ihn irgendwann auf dem Schwarzmarkt wiedergefunden. Also hat man ihn einfach mit reingenommen. Deshalb haben ganz viele Häuser einfach diese kleinen Auffahrten und man kann mit seinem Roller tatsächlich in sein Haus fahren. Heutzutage ist es immer noch so, dass die Leute relativ nah an die Gebäude mit ihren Rollern ranfahren, aber ich glaube, die wenigsten fahren auch wirklich in ihre Wohnung. Wobei man tatsächlich das ein oder andere Hotel sieht, wo die Roller einfach in der Lobby stehen. Wenn man heute übrigens Luxus zeigen möchte in Hanoi, dann streicht man nicht mehr gelb, sondern man streicht weiß. So wie ihr es hinter mir seht, in einem der luxuriösesten Hotels der Stadt, dem Metropol Sofitel Hotel. Man hat sich ja immer die grünen Fensterläden auf jeden Fall beibehalten. Und jetzt hatten wir herausgefunden, dass in diesem Hotel vor ein paar Jahren ein Bunker aus dem Vietnamkrieg entdeckt wurde. Und den wollten wir natürlich unbedingt sehen. Der soll noch super, super gut erhalten sein und wurde irgendwann mal aus Versehen zugemauert. Aber man darf den nur noch sehen, wenn man auch tatsächlich im Hotel übernachtet. Und das finden wir richtig schade, weil die Übernachtung hier, die kostet irgendwie mehr, als wir für eine Woche in unserer jetzigen Unterkunft zahlen. Ja, und so wird das leider nichts mit uns und dem Bunker. Und somit für euch auch nicht. Aber solltet ihr hier mal übernachten und den Bunker sehen, dann müsst ihr uns auf jeden Fall Bescheid sagen. Schade, schade, dass man in das Hotel nicht mehr rein kann, um sich den Bunker anzuschauen. Aber da lassen wir uns nicht lumpen. Wir zeigen euch trotzdem noch 2 Stellen. Eine Stelle seht ihr hier schon im Hintergrund, sind Trümmerteile von einem B-52-Bomber. Überbleibsel liegen noch immer da. Und da kann man nur sagen, Glück im Unglück, dass bei dem Abschuss die Teile in diesen Teich gefallen sind. Hier ringsrum ist Gebäude und die sind darin gefallen. Ist schon, also und vor allen Dingen halt auch groß. Groß und schlimm und naja, Kriegsgeschichte. Vermutlich wird dieser B-52-Bomber auf dem Weg gewesen sein, zu wem wir jetzt gehen, zu welchem wir jetzt gehen, zu dem Punkt, um euch ihn zu zeigen, zu unserer zweiten Station. Weil da haben andere ganz, ganz viel abgeworfen. Hinter mir zu sehen ein Denkmal. Es soll an das Christmas Bombing von 72 erinnern. Am 26.12.72, um genau zu sein. Die Amerikaner bombardierten hier einen Straßenzug in ca. 1,5 Kilometer Länge, zerstörten dabei 1200 Häuser, 290 Menschen starben dabei, 287 starben, 290 waren schwer verletzt. Dieses Denkmal im Hintergrund zeigt eine Frau, die soll hier die Straße lang gelaufen sein mit ihrem toten Kind auf den Armen. Und ihr linkes Bein steht auf einer Bombe, welche in dem Boden ist und nicht detonierte. Und soll symbolisieren, dass man die Vietnamesen eben nicht klein kriegt und sie immer oben aufstehen und den Bomben und Angriffen trotzen. Warum wurde dieser Straßenzug eigentlich so malträtiert, nennen wir es mal? Berechtigte Frage und die passende Antwort ist, es gibt keinen Grund. Denn das eigentliche Ziel war nicht dieser Straßenzug, sondern ein bisschen weiter oben. Was wollten die Amerikaner eigentlich treffen? Sie wollten eigentlich die Gleise treffen. Sie haben aber dabei mächtig daneben geschossen und eben irgendwie 1,6 Kilometer Wohnstraßenbezirk zerstört. Die Gleise hier, da haben wir auch wieder den Bezug zu den Franzosen. Die sind nämlich von 1902, da wurden sie von den Franzosen gebaut, durch diese Wohnsiedlung. Und dieser Zug, der fährt hier einfach wirklich durch die
ja, mehr oder weniger Wohnzimmer der Menschen. Mittlerweile natürlich eine super bekannte Touristenattraktion. Es gibt einen Café am nächsten, der Kaffee nicht so gut wie sonst und meist auch deutlich teurer. Aber hier, wo wir jetzt sitzen, da ist es immerhin noch nicht ganz so voll. Da könntet ihr auch mal so durchlaufen, weil bei allen anderen, also weiter im Old Quarter, da müsst ihr halt einfach, also da kommt ihr fast gar nicht rein, ohne dass ihr vorher in einem Café wart. Ja, trotzdem irgendwie beeindruckend, das mal zu sehen. Und das ist dann auch unser Ende vom Hanoi-Video. Und mit Tsugi verabschieden wir uns aus Hanoi, aus Vietnam und aus Südostasien. Für uns geht's weiter, wieder zurück zum Van. Frodo Beule wartet sehnsüchtig auf uns und wir erwarten ihn sehnsüchtig. Vielleicht haben wir ihn doch ein wenig vermisst. Vielleicht auch unsere Kuscheltiere drin. Und sind gespannt, ob der neuen Abenteuer, die es für uns bereithält. Wir bedanken uns für eure Begleitung durch Südostasien. Hoffen, wir konnten euch ein wenig begeistern. Und freuen uns, wenn ihr uns nach und in Kanada begleitet. In diesem Sinne. Bis nächste Woche aus Kanada. Gehabt euch wohl.